Mein Vater kam zurück, ich glaube aus englischer Gefangenschaft, und kam den Gartenweg entlang und pfiff eine Erkennungsmelodie für meine Mutter, die oben im Bett lag. Und diese Melodie pfiff er und er rief nicht, weil ringsum russische Kontrollposten standen und auch bereits erste Menschen aus der Stadt verschwunden waren. Ich bin geboren 1944, da war das Kriegsende so gut wie in Sicht und hatte zu der Zeit eine 10-jährige Schwester und einen 15-jährigen Bruder. Und meine Schwester erzählte später immer, sie wären nur, also ich hätte ja nur ihretwegen überlebt, denn meine Mutter war sehr krank. Die hatte so eine Kindbettpsychose bekommen nach meiner Geburt und meine Schwester versorgte mich. Und sonst kann ich mich eigentlich nur an schöne Momente in diesem Haus erinnern. Auch dieser Tisch stand hier und 5 Stühle drumherum und hier wurde gegessen. Und hier war, also wir waren immer ein belebtes Haus. Alle hatten ihre Freunde, die sie mitbringen konnten. Und so ging das, bis ich in die Schule kam. So, und dann bin ich hier zur Schule gegangen, 4 Jahre in die Grundschule, das war die Mädchenschule, und bis zur 8. Klasse in die Jungenschule. Ich mochte keinen Sport, aber ich mochte Musik und Russisch mochte ich gern und meine Russischlehrerin mochte ich auch gern. Und dann kam ich, obwohl mein Vater Kirchenangestellter war, kam ich doch noch an die Oberschule. Dahin waren auch schon mein Bruder gegangen. Mein Bruder Norbert Randow hat da sein Abitur gemacht und ging danach nach Rostock zum Slawistikstudium. Und meine Schwester ist Gärtnerin geworden danach und hat Gartenbau in Berlin studiert an der Humboldt-Universität. Zum Slawistikstudium kam ich wahrscheinlich dadurch, dass mein Bruder in Rostock Slawistik studiert hatte. Und jedes Wochenende, wenn er nach Hause kam, brachte er mir ein Buch mit. Jedes Wochenende. Ich konnte vielleicht noch gar nicht lesen, als er mir das mitbrachte. Da waren von Tolstoi Fabeln, kann ich mich noch erinnern. Und plötzlich brachte er mir Bücher mit, die ich überhaupt nicht lesen konnte, weil sie nämlich russisch waren. Ja, sagt er, das kannst du später auch lesen. Und das hat mich wahrscheinlich geprägt. Das waren Tschechow und Tolstoi und Prischwin und ja, Bücher, die es zu kaufen gab in Rostock. Und dann ist Alt-Strelitz oder Neustrelitz ja ein Ort gewesen, wo mehr sowjetische Soldaten stationiert waren, als Neustrelitz Einwohner hatte. In den ersten Jahren fuhren sie noch nachts besonders, ist mir das in Erinnerung geblieben, auf Lastwagen vorbei und die sangen in der Nacht. Und weil mein Fenster immer auf war oben in meinem Zimmer, da sind mir diese Lieder so in Erinnerung geblieben und das war so eine schöne Stimmung. Ja, da gab es eben auch Geschichten, die man sich dann aber erst viel später erzählte. Nach dem Abitur bin ich, da hatte ich mich dummerweise beworben zu einem Slawistikstudium an der Humboldt-Universität. Aber die Krux daran war, dass mein Bruder ein Jahr zuvor aus der Humboldt-Universität direkt aus dem Slawischen Institut heraus verhaftet worden ist. Er ist verhaftet worden aus mehreren Gründen. Das war 1962.
Da war die Mauer bereits gebaut. Und ein Freund von ihm, der war Dekorateur oder Bühnenbildner an der Volksbühne gewesen und hatte ein Buch geschrieben. Und der hatte nun vor, in den Westen zu gehen. Und er hatte das Manuskript seines Buches nicht mitnehmen können, denn er ging durch die Kanalisation von Ost nach West. Und da hat er meinen Bruder gebeten, sie waren ja gute Freunde, ob er das Manuskript aufbewahren würde und wenn sich eine Gelegenheit bietet, ihm zukommen zu lassen. Der zweite Grund war, dass er für den bulgarischen Staatsanwalt gedolmetscht hatte. Und der Staatsanwalt hatte politische Witze erzählt und diese Witze hatte mein Bruder ja nun übersetzen müssen für seine deutschen Landsleute. Und die hat er dann seinerseits, wenn sie lustig waren, weitererzählt. Und das war Verbreitung von ich weiß nicht was. Und der Anklagepunkt bei dem Buch von dem Freund, der durch die Kanalisation es geschafft hat, das war, dass er verheimlicht hatte, es den zuständigen Behörden zu melden. Und dann hatte er ja noch in seinem Besitz Pasternaks Dr. Zhivago, also das war ja auch total staatsgefährdend. Und für diese 3 Anklagepunkte bekam er 3 Jahre, zuerst in Berlin-Rummelsburg, dann in Torgau, dann in Bautzen. Es wechselte von Zeit zu Zeit. Ich konnte kein Slawistik studieren, denn dieser Volksverräter saß ja gerade im Knast. Und dann sagte mein Vater, was willst du denn jetzt machen? Willst du vielleicht Buchhändlerin werden? Denn er war Dauerkunde in der Buchhandlung. Ja, so Buchhändler konnte ich auch werden. Und damit war ich fertig 1965. Dann bekam ich ein Kind von einem sowjetischen Offizier, der eines Tages in die Buchhandlung gekommen war und ein Buch von B. Traven haben wollte. Ja, tatsächlich, wir hatten eins unterm Ladentisch zu liegen und das verkaufte ich ihm dann. Und dann interessierte er sich für lauter sprachwissenschaftliche deutsche Bücher, auch für Lexika und sowas. Und da sage ich, ja, das sind leider westdeutsche Ausgaben, die gibt es hier nicht im Verkauf. Aber wenn Sie daran großes Interesse haben, können Sie mich mal besuchen, denn zu Hause haben wir einige davon, die Sie genannt haben. Ja, er nicht faul, eines Abends hier angerückt, in Zivil verkleidet, klingelte, guten Tag, guten Tag. Und dann, mein Vater marschierte sofort in den Keller, um eine Flasche Wein raufzuholen. Und als er damit wiederkam, stellte sich heraus, Antialkoholiker. Kein Mensch wusste von den Lebensumständen der Russen oder Weißrussen in ihrer Heimat. Und mein Vater war verdutzt. Naja, dann haben wir beide den Wein getrunken und meine Mutter auch. Und er trank keinen und dann stellte sich heraus, sein Vater war Alkoholiker gewesen und seine Mutter mit 4 Kindern hat sich redlich quälen müssen in einem weißrussischen, total hinterwäldlerischen Dorf. Und er hatte sich wahrscheinlich geschworen, er würde nicht so werden wie sein Vater. Ja, also wir lernten uns kennen und unser ältester Sohn Igor wurde geboren. Und ich war in der Buchhandlung noch beschäftigt. Und inzwischen waren auch 3 Jahre Knast vergangen. Mein Bruder kam wieder raus. Und der rief seine Freundin noch aus seiner Universitätszeit an, Gerti Tschoppe.
wie denn das wäre, wenn jemand Slawistik studieren will. Ja, er sagt, zurzeit gibt es da nur Studienplätze auf Lehramt, würde man jetzt sagen, also nur, wenn sie Pädagogin wird und dann Russisch studieren kann und ein zweites Lehrfach haben muss, Französisch, Englisch oder Geografie oder Kunsterziehung. Ich sage Kunsterziehung. Gut, ich fuhr zur Aufnahmeprüfung, wurde eingeladen nach Berlin. Unmengen junge Leute wollten alle sowas werden. Ich muss mir sicher gewesen sein, dass ich aufgenommen werde, und damit war ich dann Studentin in Berlin, Russisch und als Nebenfach Bulgarisch. Und das habe ich zeitlebens bedauert. Ich habe es in meinem weiteren Leben nicht weiter gebrauchen können, will ich mal sagen. Und mit Polnisch wäre das besser gewesen, weil es zwischen Polen und Weißrussland ja eine gemeinsame Geschichte gibt. Ja, aber ich habe nicht Polnisch, sondern Bulgarisch studiert, weil mein Bruder mein großes Vorbild war. Und er war ja der Bulgarist in der DDR und hat den wichtigsten bulgarischen Büchern dazu verholfen, ins Deutsche zu kommen. Er war nicht nur Übersetzer, sondern er war vor allem Herausgeber und Kommentator. Während meines Studiums ist mein Mann abkommandiert worden nach Minsk. Er war ja beim Militär und erwartete nun, dass ich irgendwann hinterherkomme. Das war ein Jahr, bevor ich mein Diplom machte. Und als ich das dann hatte und als wir dann ein Visum hatten, dann haben wir Koffer gepackt und dann sind wir nach Minsk gezogen. Inzwischen hatten wir dort eine Zweizimmerwohnung. Ich hatte schon während meines Studiums ein Seminar, das war ein sprachwissenschaftliches Seminar, bei Gutschmidt. Das war ein Sprachwissenschaftler, der sich explizit mit Weißrussisch beschäftigte. Und das hat mir so ein bisschen das erleichtert. Und ja, in Weißrussland ging ich ja um mit Leuten, die vorrangig Weißrussisch sprachen. Meine Schwiegereltern sprachen kein Russisch. Die sprachen so ein Mischmasch aus Weißrussisch und Ukrainisch. Denn das Gomeler Gebiet, wo sie wohnten, das liegt in Südweißrussland und grenzt an die Ukraine. Und sonst habe ich es im Laufe der Zeit gelernt. Und natürlich brauchte ich dringend dazu meinen Mann, denn der hatte nicht nur Deutsch studiert, sondern auch Weißrussisch. Wörterbücher gab es noch nicht so, waren noch nicht so sehr verfügbar, Weißrussisch und Deutsch und Weißrussisch. Aber ich hatte immer jemanden, den ich fragen konnte nach einem Wort. Als mein Bruder im Gefängnis erfuhr, dass ich einen Weißrussen geheiratet habe, da begann sofort in seinem Kopf zu arbeiten, was ist eigentlich Weißrussisch, was für eine Literatur haben die, was könnte man mit Weißrussisch machen. Ich denke, er wollte mir einen Weg bauen in Weißrussland. Und als er rauskam, 1965, da durfte er auf seinen ersten Antrag hin nicht nach Bulgarien fahren, von deutscher Seite. Und seine erste Sache war, eine Anthologie zu konzipieren mit weißrussischen Schriftstellern und stieß auf dieses Phänomen, dass fast die gesamte literarische Szene in Minsk in den 30er Jahren umgebracht worden ist. Manche waren noch nicht rehabilitiert.
Und wir bekamen eine Liste von ihm. Wir sollten uns mal auf die Suche begeben nach Werken dieser Leute. Das war ja eine subversive Geschichte mit diesen Störchen über den Sümpfen. Dazu ließ sich der Verlag Volk und Welt überreden. Es war immer so, auch zu DDR-Zeiten, schwer für Leute, die osteuropäische, slawische Sprachen ins Deutsche übersetzen wollten. Es war schwer, sie in unseren Verlagen unterzubringen. Das war mir gar nicht so bewusst gewesen, welche Rolle Norbert da eigentlich gespielt hat, denn er musste sehr viel Agitation und Propaganda betreiben. Und nicht immer ist es ihm gelungen, aber dieses war einleuchtend, weil es bis dato nur die Übersetzung gegeben hatte von Grimm, Vögel und Nester von Janka Brüll. Und sonst war die weißrussische Literatur ein weißer Fleck. Ja, und mit diesem Buchumschlag war er nicht so sehr glücklich, aber das war ja nur außen. Und nun wollte er für jeden Schriftsteller hinten anfügen, ein Bildchen und einen kurzen Text dazu. Und das wurde schon mal abgelehnt. Und da hatte er diese schlaue Idee, den Schutzumschlag von der Innenseite zu bestücken mit den Bildern von Autoren, die in dieser Anthologie versammelt sind. Von manchen gab es nur diese eine Zeichnung. Ach, von Tschotka. Das ist eine Dichterin gewesen, da gab es kein Foto von der Tschotka. Aber es war auch einer dabei, der noch gar nicht rehabilitiert war. Und das ging ja nun gar nicht. Und da sagte er, als er nur freudestrahlend mit diesem Umschlag ankam, guckt euch die doch mal alle an. Man sieht es ihnen an, wer verschwunden ist und wer am Leben geblieben ist. Ja. Ja, die zweite Anthologie ist dann im Reklam Verlag erschienen, Die junge Eiche. Und dahinter stand der Gedanke, es gab ja diesen Janka Skrigan noch. Und er kannte sie alle. Das waren alles junge Männer, die da verhaftet und erschossen worden sind. Und er und ein anderer Literat, Schuschkewitsch, die hatten das Lager überlebt. Aber die anderen waren ja gar nicht erst ins Lager gekommen. Und da hatte Norbert die Idee, wir sollten mal Herrn Skrigan dazu bewegen, von all denen, die er kannte, eine kleine oder zweiseitige Erinnerung zu schreiben. Und das hat Herr Skrigan getan. Also die Auswahl hat Norbert getroffen und übersetzt haben viele, also mein Mann und ich, aber es haben auch seine Freunde übersetzt, Hartmut Herbert in erster Linie, den er übrigens für den besten Übersetzer aus dem Russischen hielt. Manche haben auch auf Russisch geschrieben, zum Beispiel Wassil Bykow hat lebenslang auf Russisch geschrieben. Hartmut Herbert, Dewey, ja, da muss ich mal nachgucken, wer da noch so alles dabei ist. Das muss man da mal ins Buch gucken. Und das sind Slawisten gewesen, die auch Freude hatten, daran teilzunehmen. In dem Verlag in Weißrussland, mit dem mein Mann vor allem zu tun hatte, weil er ins Weißrussische angefangen hatte zu übersetzen,
mit Unterstützung von Jan Kaskrigern, aber auch dem hervorragenden weißrussischen Übersetzer Wassil Sjomucha. In dem Verlag arbeitete Sjomucha und der lief mir mal über den Weg und sagte, ach, da haben wir doch eine Muttersprachlerin, kommen Sie doch mal mit rein, in mein Kabinett wahrscheinlich. Und dann erzählte er mir, dass sie auf der Büchermesse in Leipzig waren, mit vorrangig Kinderbüchern, weil die so wunderschön illustriert waren. Und ihnen da die Idee gekommen ist, sie könnten mit deutschen Übersetzungen auf dem deutschen Büchermarkt durchaus reüssieren. Der Flüstergeist. Da steht mein Mann als Übersetzer drin. Und nun sage ich etwas, was bei uns natürlich allen bekannt ist. Dieses übersetzte Kinderbuch ist eine Familienarbeit, denn wir saßen hier um diesen ovalen Tisch nebenan, alle mit ganzer Familie im Sommer, und Volodja hatte die Rohübersetzungen gemacht, die Interlinearübersetzungen, und alle dichteten jetzt auf Teufel komm raus deutsche Kinderverse anhand dieser Rohübersetzung. So, und das sind sehr schöne Bücher. Hier zum Beispiel wunderschöne Bilder und dazwischen immer die Gedichte. Ja, meine Mutter hat gedichtet und mein Vater hat gedichtet und ich habe gedichtet und Norbert hat gedichtet und alle haben gedichtet. Und herausgekommen sind diese wunderschönen Verse mit diesen wunderschönen Bildern. Ja, das hier sind solche billig hergestellten Bücher. Kater Maxim, der alte Bär sitzt auf dem Klotz. Das ist ein Kinderbuch von Arthur Welsky. Stepan, der große Pan. Das ist ein Buch, was mir Sjomucha ans Herz gelegt hatte. Das sind belorussische Volksmärchen. Das ist von einem Schulbuchverlag herausgegeben worden in Minsk. Das sind so mündlich überlieferte Texte. Und dann eins meiner letzten Sachen war, da konnten wir in so ein Literaten-Erholungsheim fahren, ans Schwarze Meer nach Pizunda. Und da sind Volodja und Valentin, damals ein kleiner Junge, bis mittags spazieren gegangen in die Berge. Und da habe ich dieses Buch übersetzt, André der Allerklügste. Und das sind auch Volksmärchen. Das ist auch schon für Unterstufe gut allein zu lesen in einer schönen großen Schrift. Und während die unterwegs spazieren gegangen sind, habe ich dieses Buch übersetzt. Das hat mir Spaß gemacht. Also die Zusammenarbeit war Volodja, der machte die Grob-Übersetzung. Also alle Termini, die schwierig sein könnten. Der machte die Übersetzung. Sie war nicht perfekt. Dann kam ich, um sie in eine Sprache zu bringen, also das war die erste Redaktion. Und das hätte man manches so drücken können, aber das war auch schon spielerisch. Norbert ging das nochmal durch und änderte dann vielleicht das eine oder andere oder den einen oder anderen Ausdruck oder irgendein Wort oder so. Das war dann die Endkorrektur. Und die hat immer Norbert gemacht. Ja, manches, was ich in Weißrussland, also was ich in Minsk übersetzt habe, das ging so in Druck.
Aber es gibt eben manche Sachen auch, die nur Norbert und ich gemacht haben. Und es gab Sachen, die nur Wolodja und ich gemacht haben. Und manche Sachen hat nur Norbert und Wolodja gemacht. Also es gab das in verschiedener Zusammensetzung. Also dieses Buch von Jakub Korlas, Märchen des Lebens, hat 12 wunderschöne Aquarelle, die die polnische Künstlerin Władysława Iwanska gemacht hat. Norbert war davon so begeistert von diesen Bildern, dass er damit nun unbedingt etwas anstellen wollte. Und da hatte er Jakub Korlas auserwählt, wofür diese Bilder einfach ganz wunderschön sind. Das habe ich zusammen mit Hartmut Herbert übersetzt. Hartmut Herbert hat die eine Hälfte und ich die andere. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ich habe Märchen des Lebens übersetzt und Hartmut hat Der Schalmeibläser übersetzt. Von Bückhoff gibt es ausgewählte Novellen. Der Obelisk und sein Bataillon. Ja, Bückhoffs Thema war der Krieg, in den er als junger Mann gehen musste. Iwan Melisch war ziemlich zu Anfang. Menschen im Sumpf. Das war eine anstrengende Einstiegsarbeit, will ich mal sagen. Das ist 1974 erschienen. Also da war ich gerade mal 2 Jahre in Weißrussland. An dieser Übersetzung haben wir viele, viele Jahre gesessen. Und es war kein Vertrag in Sicht und es war überhaupt niemand in Sicht, der jemals sich dafür interessieren würde. Und die Übersetzung lag fertig lag die. Und das war so ein Wunsch, dass wir sie nicht vergessen. Also Norbert wollte unbedingt, dass sie in einem bedeutenden, großen Verlag in Deutschland erscheint. Dann starb er. Und Wolodja starb dann gleich hinterher. Und ihm konnte ich noch den Handzettel zeigen, dass das Buch erscheint. Denn im Rowohlt Verlag hatte Norbert eine Fürsprecherin, die bekam Besuch von dem jungen Lektor aus dem Mattes und Seitz Verlag, Sebastian Gugolz, und der erzählte ihr von seinem Projekt. Und da sagte sie, warten Sie mal einen Augenblick, ich glaube, ich habe was für Sie. Und holte diesen Aktendeckel mit den Manuskriptseiten. Und da sagt sie, Sie müssen sich nur mit den Erben irgendwie einig werden. Und dann rief sie meine Schwägerin an und dann rief meine Schwägerin mich an. Und er war ja ein so betörend junger, freundlicher Mann, dass wir uns da überhaupt nicht anzugucken brauchten, um zu sagen, ja, Sie können sie haben, die Übersetzung. Und so kam es zu der ersten Ausgabe von 2 Seelen bei Sebastian Gugolz. Ja, und da kam dieses Buch raus.